herzliches Willkommen hier im Volkshaus und natürlich auch Hallo an alle Zuschauenden im Hörsaal 1 in der Karl-Zeiss-Straße, die gerade über den Livestream zugeschaltet sind. Und da schauen bestimmt auch einige Studis aus ihren WG-Zimmern oder von zu Hause auch mit den Eltern zu. An euch natürlich auch herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung heute. Bevor es so richtig losgeht, möchte ich mich einmal vorstellen. Mein Name ist Lea Deubner und ich habe hier an der Uni Jena meinen Bachelor gemacht in Kommunikations- und Politikwissenschaften. Inzwischen mache ich meinen Master an der Universität Augsburg in Umwelt- und Wissenschaftskommunikation. Aber ich freue mich jedes Mal wieder über einen Grund, nach Jena zurückzukommen, weil einfach unglaublich viele schöne Studienerinnerungen mit dieser Zeit hier verbunden sind. Ja, und heute darf ich als Alumni, also ehemalige Studierende, euch alle durch das Programm führen und moderieren. Genau, und damals, vor circa 7 Jahren war das, ging es mir so wie euch, liebe Erstsemester. Da saß auch ich hier in diesem altehrwürdigen Volkshaus, was übrigens noch aus der Jugendstilzeit stammt. Und da war ich auch super aufgeregt. Das war eine neue Stadt, ganz viele neue Herausforderungen und natürlich war ich aufgeregt vor diesem neuen Lebensabschnitt. Und in wenigen Minuten wird all das hier dann so richtig offiziell mit eurer feierlichen Immatrikulation beginnen. Nämlich dann, wenn die SenatorInnen durch den Mittelgang hier einziehen. Und da möchte ich euch alle bitten, wenn ihr die festliche Musik hört, dass ihr euch dann alle einmal erheben werdet. Genau, das Präsidium und die Dekaninnen der 10 Fakultäten werden dann auch einziehen und die erkennt ihr an ihrem festlichen Talar. Und wer sich jetzt von euch fragt, so wie ich damals, was ist das denn? Das ist eine akademische festliche Kleidung, die ihren Ursprung sogar schon im Mittelalter bzw. so der frühen Neuzeit hat. Und jede Fakultät, diese 10 Fakultäten, haben dabei ihre eigene Farbe und so ein eigenes Barett. Und seit den 1990er Jahren dachte sich die Uni, so ein bisschen Tradition ist ja ganz nett und da knüpfen wir jetzt wieder dran an diese festliche Kleidung. Genau, so ein bisschen Nebeninformation. Jetzt will ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen und damit lasst die Veranstaltung beginnen. Wir hörten gerade das Stück Rondeau von Henry Purcell aus der Suite zum Schauspiel Abdel-Zallar aus dem Jahr 1695. Und für diesen tollen musikalischen Auftakt nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an die Akademische Orchestervereinigung.
Hinzufügen möchte ich jetzt, damit das unter dem Applaus nicht untergeht, dass die Akademische Orchestervereinigung ist unter der Leitung von Sebastian Kranert. Und an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis, das neue Programm für die Sinfoniekonzerte wird jetzt gerade neu eingeprobt. Und für alle, die da jetzt interessiert sind, jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um da einzusteigen. Ja, und wer Lust hat, der kann da mal beim Akademischen Orchester vorbeischauen. Genau, liebe Erstsemester nun und liebe GästInnen, ich darf euch nun den Präsidenten unserer Universität vorstellen und begrüßt mit mir ganz herzlich Herrn Professor Dr. Walter Rosenthal hier. Sehr geehrte Erstsemester, sehr geehrte Gäste, herzlich willkommen an der Friedrich-Schiller-Universität. Sie haben sich für ein Studium an einer der ältesten Universitäten in Deutschland entschieden. Der Einzug der Dekane, des Senats und des Präsidiums und das Tragen von Talaren und Scholarenmützen sind früh neuzeitliche Traditionen. Es wurde gerade schon kurz erwähnt. Sie erinnern uns daran, dass diese Universität in der Zeit der Reformation gegründet wurde. Und die Reformation ist für diese Universität auch etwas ganz Wichtiges. Wenn Sie meine Mütze daher, die ich nun gerade abgelegt habe, an Luther erinnert, dann liegen Sie gar nicht ganz falsch. Und die Geschichte Luther und die Universität ist übrigens eine ganz spannende, die ich hier in Jena, als ich nach Jena kam, gelernt habe. Und ich bin sicher, Sie werden auch mehr darüber erfahren. Der erste Student hat sein Studium 1548 hier aufgenommen. Da war die Universität noch, existierte sie noch nicht, da gab es aber die Hohe Schule seit 1548. Und er hat vermutlich ebenso gefühlt wie Sie. Ich stelle mir vor, dass er neugierig und erwartungsvoll durch das noch erhaltene Tor des Collegium Jenense getreten ist. Dass er ahnte, dass sich sein Leben nun grundlegend ändern wird und dass ihm, so wie Ihnen jetzt, bestimmt feierlich zumute war bei seiner Immatrikulation. Ich denke, er verspürte auch Ehrfurcht vor dem, was da kommen mochte. Und er fragte sich, was es mit der akademischen Freiheit auf sich hat, die das Studieren für ihn mit sich bringen wird. Die akademische Freiheit oder Wissenschaftsfreiheit ist ein Begriff, der Ihnen häufig begegnen wird und der viele Freiheiten verbindet. Universitäten sind von ihrer Idee her zunächst Orte, an denen frei gedacht werden kann und Orte, an denen man frei sprechen kann, wo über unterschiedliche Positionen diskutiert und gestritten wird. Disputation nannte man dies zur Zeit der Gründung unserer Universität. Damit gemeint war der öffentliche Wortkampf der Gelehrten zu einem festgelegten Thema. In der frühen Neuzeit war dies der übliche Weg des wissenschaftlichen Austausches. Mit einem Aushang von Thesen wurde dazu eingeladen. Sie erinnern sich vielleicht, Martin Luther eröffnete die protestantische Reformation, indem er am 31. Oktober 1517 zu einer Disputation über seine 95 Thesen aufrief. Und diese 95 Thesen waren an die Kirchentüren in Wittenberg genagelt. Heute verwenden wir den Begriff Disputation noch bei der mündlichen Verteidigung einer Doktorarbeit und wählen eher die Podiumsdiskussion zum öffentlichen Austausch von Argumenten. Das Disputieren ist jedoch bis heute ein Kennzeichen der Wissenschaft, die beständig nach der Wahrheit sucht, wohl wissend, dass es die eine Wahrheit oder die ewigen Wahrheiten nicht gibt. Wissenschaft lebt daher vom kritischen Diskurs, vom Wettbewerb um die beste Idee. Sie lebt davon, dass wir alles, was wir bisher wissen, stets aufs Neue in Frage stellen. Und oftmals sind es gerade die überraschenden und die unorthodoxen Ideen, die zu wissenschaftlichen Durchbrüchen und zu Innovationen führen. Schnuppern Sie deswegen auch in andere Fächer hinein. Schauen Sie nach rechts, schauen Sie nach links. Sie gewinnen dadurch eine neue Sicht auf die Dinge. Die Universität bietet Ihnen alle Möglichkeiten, sich über die Grenzen Ihres Fachs hinaus zu entfalten. Sie unterstützt Sie auch dabei, über Landesgrenzen zu reisen und während eines Semesters und ein Semester im Ausland zu erleben und dort zu sehen, wie in anderen Kulturen gedacht, geforscht und gelebt wird. Die klassische Bildungsreise war einmal ein hohes Gut. Der Weg dazu stand in den vergangenen Jahrhunderten nur sehr wenigen offen. Heute machen Stipendien längere Auslandsaufenthalte für viele möglich.
Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen, wenn Sie Ihre Komfortzone für ein Auslandsstudium verlassen, werden Sie mit Freiheit belohnt. Und Sie haben auch da seitens der Universität, seitens des Internationalen Büros sehr viel Unterstützung. Aber auch hier an unserer Universität treffen Sie auf eine internationale Gemeinschaft. Sie studieren an der Universität Jena nun gemeinsam mit über 17.000 Studierenden, die aus aller Welt kommen. Ganz gleich von welchem Kontinent und aus welchem Land Sie auch kommen, ob Sie aus Neuseeland zu uns kommen oder aus Neustadt an der Orla. Sie werden hier alle die intellektuelle Freiheit finden, die unsere akademische Gemeinschaft seit der Gründung der Universität, das war dann 1558, also seit 465 Jahren, verbindet. Wo verschiedene Kulturen, Weltanschauungen und Mentalitäten sich begegnen, bleibt es auch nicht aus, dass dabei unterschiedliche Meinungen und auch unterschiedliche Werte aufeinandertreffen. Es ist wichtig, dass wir alle zusammen ohne Denkmauern kontrovers diskutieren können. Die Meinungsfreiheit des anderen anzuerkennen, kann herausfordernd sein. Meinungsfreiheit ist jedoch ein zentraler Bestandteil der akademischen Freiheit. Sie ist auch an Universitäten heute weltweit in Gefahr. Sie begegnen auch bei uns Wissenschaftlern und Studierenden, die gezwungen waren, ihr Land zu verlassen, um frei forschen oder studieren zu können. Wir erleben derzeit Rückschritte in der Wissenschaftsfreiheit in ungefähr der Hälfte der Länder. In 22 Ländern hat sich die Lage für Forschende und Hochschulen in den vergangenen 10 Jahren sehr verschlechtert, wie der aktuelle Academic Freedom Index zeigt. In Deutschland bereitet uns dagegen etwas andere Sorge. Während einige die Grenzen dessen, was gesagt werden kann, immer mehr versuchen auszudehnen, behaupten sie gleichzeitig, dass man seine Meinung nicht frei äußern könnte. Das passt nicht zusammen und ist mit Verlaub Blödsinn. Ein Blick in die sozialen Medien, auf die Plattform X, das ehemalige Twitter oder auf Facebook zeigen, dass ein breites Spektrum an Meinungen vertreten werden kann. Die Meinungsfreiheit hat jedoch ihre Grenzen, wo andere durch Hassreden oder Beleidigungen verletzt werden. Und für Hass und Gewalt ist dann das Strafgesetzbuch zuständig. Alles andere hält unsere freiheitliche Gesellschaft aus, fordert jedoch dazu auf, zu widersprechen und die Freiheit zu verteidigen, dort, wo sie in Gefahr ist. Als international agierende Universität sind wir gleichsam dazu verpflichtet, unsere Werte zu verteidigen, wo diese angegriffen werden. Ich rate Ihnen aber, nicht vorschnell zu urteilen und in jedem Fall auch dem Andersdenkenden gut zuzuhören, aber vor allem auch mitzudiskutieren und mitzustreiten. Weichen Sie dem Disput nicht aus, indem Sie ihn vermeiden oder das Gegenüber zu übertönen versuchen. Disputieren Sie mit Stil. Stellen Sie alles in Frage, auch Ihre eigenen Positionen. Das ist der Kern von Wissenschaft. Die Friedrich-Schiller-Universität bietet Ihnen dafür Freiräume. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie die Kraft der akademischen Freiheit spüren und mit Leidenschaft frei denken. Herzlich willkommen in unserer akademischen Gemeinschaft. Wir kommen nur zur Festrede und wir sind sehr froh, dass diese akademische Festrede der Germanist Dirk von Petersdorf halten wird. Er ist seit 2008 Professor für Neue Deutsche Literatur an der Friedrich-Schiller-Universität und hat seitdem einige ehrenvolle Rufe nach Bochum und nach Heidelberg abgelehnt. Darüber sind wir sehr froh, dass er sie abgelehnt hat und noch hier ist. Und man kann auch daran sehen, dass die Universität Jena eine gute Wahl ist. Dirk von Petersdorf ist nicht nur als Literaturwissenschaftler sehr erfolgreich gewesen, sondern auch als Schriftsteller. Seine 2022 erschienene Novelle Gewittergäste, das ist, glaube ich, eins von etwa 20 Büchern, kann ich Ihnen ganz besonders empfehlen, falls Sie nach seiner Festrede gleich mehr von ihm lesen möchten. Herr von Petersdorf. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Senatorinnen und Senatoren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren und vor allem liebe Studierende, die Sie in dieser Woche hier an der Friedrich-Schiller-Universität einen neuen Lebensabschnitt begonnen haben. An Sie möchte ich einleitend eine Frage richten.
Fühlen Sie sich eigentlich frei? Ich kann mir vorstellen, dass Sie am Ende der ersten Studienwoche ganz andere Dinge im Kopf haben. Dass Sie aufgeregt sind wegen der vielen Neuerungen in Ihrem Alltag, dass Sie sich vielleicht auch überfordert fühlen von dem, was auf Sie eingeprasselt ist, dass Sie Mühe haben, alle Ankündigungen, Ansagen und Erwartungen der letzten Tage zu sortieren. Und vielleicht fühlen Sie sich sogar eher ein wenig unfrei. Sie folgen einem Stundenplan, der festlegt, zu welcher Veranstaltung Sie wann und wo erscheinen müssen. Dort hat man Ihnen wahrscheinlich schon einen Semesterplan vorgelegt und auch schon halb drohend auf die Abschlussleistung am Semesterende hingewiesen. Und außerhalb des Studiums muss man sich an einem neuen Ort ja auch um einiges kümmern, sich einrichten, vielleicht auch in einem Nebenjob noch Geld verdienen. Dann hat man Freunde, die sich mit einem treffen wollen, hat sich vielleicht vorgenommen, Sport zu treiben. Die Eltern wollen sowieso immer etwas von einem. Also alles in allem doch eher unfrei. Wie auch immer, ich möchte in den kommenden 15 Minuten mit Ihnen über Freiheit nachdenken und Sie davon überzeugen, dass wir alle hier freier sind, als es uns im Druck des Alltags oft vorkommt. Dazu brauche ich natürlich einige Argumente und fange ganz einfach an. Schon die Tatsache, dass wir uns in diesem Saal hier mit einigen hundert Menschen versammeln können, ist ein Zeichen von Freiheit. Wieso, könnten Sie jetzt entgegnen? Haben Sie auf dem Weg vielleicht gedacht, ist doch klar, dass wir hier zusammenkommen können. Nein, das ist es nicht, denn wir müssen nicht lange zurückdenken, da gab es Jahre ohne feierliche Immatrikulation. Sie als Erstsemester hat die Corona-Pandemie mit allen Freiheitseinschränkungen während der Schulzeit getroffen und ich bin sicher, dass Sie daran noch starke Erinnerungen haben werden. In den Thüringer Verordnungen der Corona-Maßnahmen stand korrekterweise ganz unten immer, welche Grundrechte durch diese Verordnung eingeschränkt wurden. Grundrechte sind Freiheitsrechte. Und zahlreiche Freiheiten bestanden während dieser Zeit eben nicht. Es geht hier jetzt nicht um die Debatte, welche dieser Freiheitseinschränkungen tatsächlich geboten waren und wie das Verhältnis von Nutzen und Schaden dieser Maßnahmen im Nachhinein zu bewerten ist. Am heutigen Tag, glaube ich, kann man sich einfach freuen, dass sich wieder so viele Menschen von Angesicht zu Angesicht am Semesterbeginn begegnen können. Damit weiter zum nächsten Punkt für die Freiheit. Auch die Tatsache, dass Sie ein Studium aufnehmen können, ist, würde ich behaupten, ein Zeichen von Freiheit. Wieso, könnte man da auch wieder einwenden, haben Sie vielleicht nach der Schule gedacht, ist doch klar, dass ich jetzt studieren kann, wenn ich will. Aber so klar ist das eben nicht, jedenfalls dann nicht, wenn man den Blick über unsere Zustände und die räumlich Näheren hinausrichtet. Wenn Sie Nachrichten verfolgen, wenn Sie sich mit anderen Weltgegenden beschäftigen, dann wissen Sie von Staaten und Gesellschaften, in denen junge Menschen diese Freiheit, ein Studium zu beginnen, so selbstverständlich eben nicht besitzen. Es gibt Regionen, in denen Krieg herrscht und deshalb kein geregelter Studienbetrieb stattfinden kann. Es gibt Staaten, in denen der Zugang zum Studium aus politischen Gründen Teilen der Bevölkerung verwehrt bleibt. Und es gibt weltweit soziale Situationen, die es Jugendlichen unmöglich machen, sich für ein Studium zu entscheiden, weil ihre Familien arm sind und sie zum Familieneinkommen beitragen müssen. Für ein Studium zu entscheiden, habe ich eben gesagt, und mit diesem Begriff des Entscheidens kommen wir dem Kern der Freiheit immer näher. Denn was heißt das eigentlich, frei zu sein? Es gibt verschiedene Definitionen von Freiheit, unterschiedliche Definitionen, das gehört zur Wissenschaft dazu, verschiedene Definitionen von Freiheit. Eine mögliche, die auch ganz gut unserem Lebensgefühl im Alltag entspricht, lautet: Frei ist ein Mensch dann, wenn sie oder er in einer bestimmten Lebenssituation eine Wahl zwischen Alternativen treffen kann und dabei nicht von äußeren Zwängen fremdbestimmt wird. Also frei, wenn ich in einer bestimmten Situation eine Wahl zwischen Alternativen treffen kann und dabei nicht von äußeren Zwängen bestimmt werde. Auf Ihre Situation als Erstsemester bezogen: Nach dem Abschluss der Schule haben Sie eine Entscheidung getroffen, eben die, ein Studium zu beginnen. Dass es dazu Alternativen gibt, ist gerade gegenwärtig ganz offenkundig, weil man ständig an Werbung und Angeboten von Firmen und Institutionen vorbeiläuft, die dringend Arbeitskräfte wie Sie benötigen und Schulabgänger mit interessanten Ausbildungsperspektiven locken. Sie hätten also auch etwas anderes tun können, es wäre gar nicht schwer gewesen, man hat auf Sie gewartet. Sie haben sich aber für das Studium entschieden. Ob Sie dabei frei von äußeren Zwängen waren, das kann ich natürlich im Einzelfall nicht beurteilen. Man hat ja eben zum Beispiel Eltern und die reden einem ins Leben hinein.
Aber nehmen wir einfach mal an, Sie hätten sich doch weitgehend frei für das Studium entschieden. Das wird wahrscheinlich auch dem Lebensgefühl der meisten von Ihnen entsprechen. Wie ist es dann innerhalb des Studiums mit der Freiheit bestellt? Ich bleibe mal bei diesem einfachen Begriff, wonach Freiheit dann besteht, wenn wir in einer Lebenssituation zwischen Alternativen wählen können. Wahrscheinlich sind hier Philosophinnen im Raum, die einwenden würden, dass es noch andere und komplexere Vorstellungen von Freiheit gibt. Und vielleicht sind auch Naturwissenschaftler anwesend, die Freiheit eher für scheinhaft halten, weil unsere sogenannten Entscheidungen eigentlich Teil von kausalen Prozessen sind und wir uns nur einbilden, wählen zu können, während das Ergebnis der Wahl in Wirklichkeit vorher feststand. Aber für das heutige Nachdenken über Freiheit und Studium genügt jetzt, glaube ich, diese einfache, gut handhabbare Vorstellung und die Gegenargumente lassen wir mal aus. Wie ist es also mit der Freiheit im Studium bestellt? Besteht das Studium nicht aus so vielen Regeln und Vorgaben, Musterstudienplänen und Modulprüfungen, dass man doch weitgehend fremdgesteuert hindurchgeht? Wieder möchte ich natürlich dagegenhalten, denn das Studium selbst, auch wenn es vorstrukturiert ist, erhöht die eigenen Freiheitsspielräume. Warum ist das eigentlich so? Freiheit besteht darin, haben wir gesehen, zwischen Alternativen wählen zu können. Damit man überhaupt in diese Situation kommt, müssen also Alternativen bestehen, muss man solche Alternativen kennengelernt oder sich auch erschaffen haben. Wenn ich keine Alternativen habe, dann kann ich auch nicht frei wählen. Und genau dazu dient zumindest unter anderem das Studium. In dieser Lebensphase erfährt man so viel Neues, dass sich die Zahl der Möglichkeiten, zwischen denen man wählen kann, signifikant erhöht. Was heißt es, dass man viel Neues erfährt? Naheliegend ist, dass man das eigene Wissen, was man vorher auch schon hatte, um neues Wissen vermehrt. Aber es geht ja nicht nur um Wissen und neues Wissen, sondern auch darüber hinaus um so etwas wie Denkweisen, um bisher ganz unbekannte Beschreibungen von Wirklichkeit, um Zugriff und Zugriffsform auf Phänomene, von denen man bisher noch nie gehört hatte. Das ist einer der Aha-Effekte des Studiums, wenn Sie in einer Veranstaltung denken, aha, so kann man die Dinge auch sehen, beschreiben und deuten, auf die Idee wäre ich selber oder bisher selber noch nie gekommen. So findet nämlich eine Horizonterweiterung durch das Studium statt. Man sieht tatsächlich weiter und man sieht nicht nur in eine Richtung, sondern ist dann irgendwann von vielen Möglichkeiten wie in einem Halbkreis oder Kreis umgeben. Diese Horizonterweiterung durch die Studienphase betrifft aber nicht nur die fachlichen Kenntnisse oder die Herangehensweisen, sondern zum Beispiel auch die sozialen Kontakte. In vielen Lebensläufen ist es wohl so, dass in der Kindheit und Jugend der soziale Raum, in dem man sich bewegt, eher begrenzt ist. Das ist ja auch gut, es gibt auch Stabilität. Durch das Studium wird dieser Raum größer und vor allem wird er mit unterschiedlicheren Menschen bevölkert. In der Kindheit und Jugend dominiert vielleicht die Erfahrung, dass die anderen einem selbst ähnlich oder zumindest nicht ganz unähnlich sind. Mit dem Umzug in eine Universitätsstadt wie Jena lernen Sie Menschen kennen, die Ihnen manchmal sicher bekannt vorkommen, und das ist dann ja auch schön, aber manchmal auch unbekannt, fremd und sogar irritierend. Das sind Leute, die sich zum Beispiel ganz anders kleiden, ganz anders ernähren, seltsame Ansichten haben, aus weit entfernten Ländern kommen, Dinge behaupten, die ihnen fremd sind und vieles andere mehr. Solche Begegnungen können anstrengend sein, aber sie sind genauso bereichernd, weil sich auch damit die Zahl der Alternativen, die sie kennen, erhöht. Und eventuell wird dadurch eine Verhaltensweise, Überzeugung oder eine ganz andere Lebensform, die ihnen vorher eben fremd war, ein Stück weit dann auch zur eigenen, aus einer freien Entscheidung heraus. Über diese Irritation hat eben auch unser Präsident gesprochen. Wir haben das vorher nicht abgesprochen. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir beide darüber reden, weil das sicher im Moment eine besondere, auch gesellschaftliche Herausforderung ist, diese Irritation auszuhalten. Und ich glaube, die Universität ist ein Ort, der unter anderem dazu da ist, das zu lernen, Irritation auszuhalten und mit ihnen dann produktiv umzugehen. Aber noch einen letzten Punkt für die Freiheit möchte ich machen. Auch wenn es Ihnen in der Alltagsroutine des Semesters manchmal so vorkommt, als sei gar keine Zeit mehr für etwas anderes. Manchmal ist diese Zeit und Gelegenheit dann doch da, auch wenn die Zeit wirklich oft knapp ist. Und zwar dazu, den eigenen Horizont noch mehr zu erweitern, noch mehr Neues kennenzulernen, sich umzusehen,
auch abseits des Studienalltags. Ich unterrichte deutsche Literaturwissenschaft und wenn es in einer Vorlesung zum Beispiel um Franz Kafka geht, frage ich dann manchmal, waren Sie schon mal in Prag? Das ist die Stadt, in der Franz Kafka gelebt hat. Fahren Sie doch mal nach Prag, das ist eigentlich gar nicht so weit von hier. Weil ich so etwas öfter sage, wohin man überall fahren soll, wird manchmal schon gelacht, als sei ich so eine Art Reiseagentur. Aber auch das gehört zur Freiheit der Studienphase, sich unabhängiger als in der Kindheit und Jugend im Raum zu bewegen. Und ganz konkret im Raum, der über die Stadt und die nähere Umgebung hinausgeht. Erst einmal können Sie Jena und seine Umgebung kennenlernen, da lief vorhin auch schon so ein kleiner Werbefilm, in der man zum Beispiel ganz toll wandern kann. Wenn man das mag, ist Jena wirklich eine ganz hervorragende Stadt. Dann bemerkt man vielleicht, dass Leipzig, wenn man mal hinguckt, gar nicht so weit entfernt ist. Da kann man sogar für einen Abend hinfahren. Und Berlin, wenn man hinguckt, ist auch nicht so wirklich weit weg. Da braucht man nur jemanden, wo man umsonst übernachten kann und dann steht einem schon wieder eine Welt offen. Und so wird der eigene Radius größer, neben dem Radius des Denkens auch ganz konkret der Radius des Raums, in dem man sich bewegen kann. Da gibt es alle möglichen Tickets, die das ja auch einigermaßen ermöglichen. Wofür man sich dann konkret entscheidet und wohin man fährt, was man sich ansieht oder anhört, wen man kennenlernen möchte, dazu werde ich jetzt natürlich um Himmels Willen nicht sagen, denn darin besteht ja gerade Ihre Freiheit. Enden möchte ich mit einer Strophe aus einem Gedicht, das muss so sein, weil ich für Literatur zuständig bin, jetzt endlich mit einem Gedicht, aber das möchte ich auch sehr gerne. Dieses Gedicht stammt von Friedrich Hölderlin, ist um 1800 entstanden und heißt Lebenslauf. Auch damals gab es schon so etwas wie Lebenslauf, heute machen wir uns alle sehr viel Gedanken. Unseren Lebenslauf, das hat Hölderlin um 1800 auch schon getan, das ist ein moderner Begriff. Dieser Hölderlin hatte einen sehr schwierigen Lebenslauf. Er fand als Schriftsteller nicht die Anerkennung, die er sich erhofft und auch verdient hatte, jedenfalls nicht zu Lebzeiten, später schon. Beruflich fühlte er sich manchmal gedemütigt und eine ganz große Liebeshoffnung scheiterte. Also eher ein problembeladener Lebenslauf. Darüber spricht er in diesem Gedicht Lebenslauf auch sehr deutlich, aber er endet dann dennoch mit einem Lob der Freiheit, auch wenn aus dieser Freiheit in seinem Fall eher Schmerzen hervorgehen. Das gehört zur Freiheit auch dazu, dass sie natürlich auch schmerzhafte Erfahrungen öffnet. In der letzten Strophe des Gedichts, das Lob der Freiheit, heißt es dann, alles prüfe der Mensch, dass er, kräftig genährt, danken für alles lernen und verstehe die Freiheit, aufzubrechen, wohin er will. Ich lese nochmal vor. Alles prüfe der Mensch, dass er, kräftig genährt, danken für alles lernen und verstehe die Freiheit, aufzubrechen, wohin er will. In diesem Sinn hoffe ich, dass Sie sich von unserer Universität kräftig genährt fühlen. Wir werden unser Bestes tun, dass Sie alles, was man Ihnen anbietet, prüfen und dabei das Wichtigste nicht vergessen, was das Gedicht ja auch ganz ans Ende setzt, weil es das Wichtigste ist, eben die Freiheit, aufzubrechen, wohin er oder sie will. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank auch nochmal von mir für diese tolle Festrede, Herr Professor von Petersdorf. Ich glaube, diese Rede gibt uns allen nochmal den Anlass, über die eigenen Freiheiten und Privilegien nachzudenken und vielleicht auch, je nachdem, wie das Studium dann so läuft, über die Wahl von Alternativen nachzudenken. So, als nächstes im Programm hören wir den Studierendenchor Collegium Vocale unter der Leitung von Fabian Pasewald. Und dieser Teil macht mir persönlich immer besondere Freude, weil auch ich während meiner Studienzeit lange im Chor aktiv war. Und als Absolventin kann ich euch sagen, liebe Erstsemester, dass es sich auch wirklich lohnt, fernab vom Hörsaal zu engagieren und über diesen Tellerrand, den wir schon gehört haben, mal hinauszuschauen, ob nun im Chor oder beim Campusradio oder im Hochschulsport und noch ganz anderen Sachen. Also ich verbinde damit persönlich jetzt immer noch sehr tolle Erinnerungen. Ja, ich schweife aber gerade ein bisschen ab, dazu kommt später noch mal mehr. Im Folgenden jetzt hört ihr dann erstmal die 2 Titel Broich McRoich, das ist ein gälischer Sprechgesang, arrangiert von Uwe Henkhaus und als zweites ein ganz traditionelles Jenaer Studentenlied, Ja in Jena. Und jetzt viel Spaß mit dem Studierendenchor.
So, während der Chor noch langsam abgeht, mache ich schon mal weiter im Programm, aber auch von mir nochmal herzliches Dankeschön für diese tolle musikalische Einlage und natürlich auch nochmal an Fabian Pasewald, der den Chor leitet. Ja, Erstsemester sein, das bedeutet meist einen ganz neuen Weg einschlagen. Erstmal weg von zu Hause in eine neue Stadt oftmals, dann viele neue Freunde, ja, und dann auch noch natürlich der Studienstart. Das sind ganz schön viele Meilensteine auf einmal. Und um euch diesen ganzen Hürdenlauf so ein bisschen zu erleichtern, finden jedes Jahr in Jena die Studieneinführungstage für die Neuankömmlinge statt. Und ganz besonders dabei ist immer der Markt der Möglichkeiten jedes Jahr und der stellt euch die ganzen vielfältigen Angebote, die es so in der Jenaer Universität, aber auch so außerhalb zu entdecken gibt, vor, damit ihr erstmal so einen Überblick habt, was man hier alles so machen kann. Genau, und da waren wir mit der Kamera dabei und haben mal so ein paar Impressionen für euch festgehalten. Film ab! Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt wird es förmlicher. Liebe Erstsemester, nun kommen wir auch schon zum Kern dieser Veranstaltung, nämlich eurer feierlichen Immatrikulation.
Ihr beginnt jetzt gerade erst euer Studium an der Friedrich-Schiller-Universität und steht hier jetzt stellvertretend für je eine der 10 Fakultäten. Genau, und was die Aufnahme in die akademische Gesellschaft eigentlich bedeutet, wann die Geschichte der Universität Jena überhaupt begann und warum ihr, liebe Erstsemester, euch für ein Studium an dieser Universität hier entschieden habt, das erfahren wir jetzt gemeinsam mit unserem Vizepräsidenten Professor Steinbeck. Herzlichen Dank für die Einführung. Liebe Neueingeschriebenen, liebe Studentinnen und Studenten, liebe Eltern, Freunde, Bekannte, geschätzte Anwesende. Mit dem heutigen Festakt begehen Sie, unsere frisch eingeschriebenen Studentinnen und Studenten, sich auf eine aufregende Reise, auf der Sie viel neues und interessantes Wissen erwerben, aber auch eine für Sie jetzt noch gar nicht abzuschätzende persönliche Entwicklung durchlaufen werden. Das vor Ihnen liegende Studium, das hat Herr Rosenthal heute Morgen zu Beginn schon gesagt, wird Ihr Leben sicher grundlegend verändern. Denn in dieser aufregenden Phase wird es nicht nur um das Streben nach Wissen gehen, sondern auch darum, Freundschaften zu schließen, die unter Umständen ein ganzes Leben lang halten können. Es wird nicht nur durch Bücher geblättert, sondern auch durch die Weiten des Denkens, der Ideen und des Diskurses navigiert. Und wie eben schon gesagt wurde, dieser Diskurs kann auch mal wehtun, aber das auszuhalten ist wirklich eine der ganz wesentlichen Dinge, die Sie unter Umständen hier noch lernen oder vertiefen können. Sicherlich wird diese Reise durch die Welt des Wissens und der universitären Gemeinschaft inspirierend, aber sie kann auch herausfordernd sein und sie ist unter Umständen mit der Notwendigkeit zu Mut verbunden, auch über die eigenen Grenzen hinauszugehen. Ich kann nur allen Erstsemestern hier mitgeben, bitte denken Sie daran, dass Sie nicht alleine sind. Sie sind nun Teil einer Gemeinschaft von Lernenden, von Forschenden und von Entdeckern. Und wenn Sie sich mal ertappen bei dem Gefühl, verloren und alleine zu sein, wenden Sie sich an die Menschen um Sie herum, nicht nur Ihre Mitstudierenden, sondern auch Ihre Professoren und Professorinnen. Jedes Jahr werden stellvertretend für die an der Friedrich-Schiller-Universität neu eingeschriebenen Studierenden 10 Frauen und Männer feierlich in die Gemeinschaft der Alma Mater Jenensis aufgenommen. Jeder und jede von ihnen steht dabei für eine unserer 10 Fakultäten und die Ausgewählten zeichnen ein wirklich gutes Porträt der Vielfalt unseres Fächerangebots und unserer Studierendenschaft hier in Jena. Es ist für mich nun eine ganz besondere Freude, ich habe Sie alle schon kennenlernen dürfen, diese 10 Frauen und Männer ausgewählt aus insgesamt 2380 für das erste Hochschulsemester neu eingeschriebenen Studierenden feierlich begrüßen und vorstellen zu dürfen. Als erstes möchte ich Ihnen stellvertretend für die insgesamt 23 neuen Studierenden, die an der Theologischen Fakultät ihr Studium beginnen werden, Herrn Hannes Roth vorstellen. Nach dem Abitur hat er sich erst einmal für einen 6-monatigen Besuch einer Kurzbibelschule entschieden und er möchte nun seine Bildungsreise an unserer Universität fortsetzen. Ihn zog es letztlich nach Jena, weil seine Freundin ebenfalls zum Wintersemester 2023/24 hier begonnen hat. Und ich finde, das ist eine außerordentlich gute Motivation, sich für ein Studium in Jena zu entscheiden. Herr Rothe hat sich an unserer Theologischen Fakultät eingeschrieben, einer der 4 Gründungsfakultäten unserer Universität. Diese Fakultät, die fest in der Tradition Luthers und der Reformation verankert ist, hat eine bedeutende, wie wir schon gehört haben, inzwischen über 500-jährige Geschichte. Herr Rothe und die anderen Studierenden an der Fakultät werden Teil dieser lebendigen Gemeinschaft, die nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch Werte und Verantwortung. Lieber Herr Rothe, ich bin überzeugt, dass Sie hier nicht nur eine Ausbildung erhalten werden, sondern auch eine Bereicherung durch die Menschen, die Sie treffen und durch die Ideen, die Ihnen begegnen werden. Herzlich willkommen. Für die Rechtswissenschaftliche Fakultät, die in diesem Jahr insgesamt mit 166 Neuankömmlingen vertreten ist, steht hier Frau Amelie Schönwald.
Schon in jungen Jahren wurde Frau Schönwald von ihrer Mutter, einer erfahrenen Juristin, in die Welt des Rechts eingeführt. Mit speziell für Kinder konzipierten Büchern zu diesem Thema begann sie ihre Reise durch die verschiedenen Aspekte der Juristerei. Ich finde, das ist eine wunderschöne Geschichte. Im Laufe der Zeit verschlang sie immer anspruchsvollere Texte, was nicht nur ihre Intelligenz, sondern auch ihre Leidenschaft für das Recht unterstrich. Ihre Begeisterung fand dann einen konkreten Ausdruck, als sie ein Praktikum bei KPMG Law Dresden absolvierte. Dort konnte sie nicht nur ihr theoretisches Wissen in die Praxis umsetzen, sondern begann auch ihre Interessen für bestimmte Rechtsgebiete zu entdecken und einzugrenzen. Durch einen Pfingsturlaub hier in Jena hat Frau Schönwald unsere Stadt liebgewonnen. Dies spiegelt nun auch ihre Entscheidung wider, Teil unserer Universitätsfamilie zu werden. Liebe Frau Schönwald, wir sind sicher, dass Ihnen unsere Stadt und unsere Universität einen hervorragenden Start für Ihre akademische Reise voller persönlicher Entfaltung, Wissen und Streben nach Gerechtigkeit bieten wird. Herzlich willkommen. Den nächsten Studierenden, den ich Ihnen stellvertretend für die 274 Neuimmatrikulierten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät vorstellen möchte, ist Herr Moritz Kneuer. Herr Kneuer kommt zu uns mit einer festen Überzeugung und einer klaren Vision für seine akademische Zukunft. Mit einer abgeschlossenen Ausbildung zum Verwaltungswirt in der Tasche entschied er sich, seinen Horizont noch zu erweitern und den Weg in die Welt der Wirtschaftswissenschaften einzuschlagen. Bayern verlassend zog es ihn hierher in unsere wunderschöne Universitätsstadt, die er bereits durch mehrere Besuche im Urlaub lieben gelernt hat. Es war aber nicht nur die Stadt als solche, sondern auch die hervorragenden Platzierungen im renommierten Shanghai-Ranking und positive Bewertungen im Study-Check-Portal, die ihm gezeigt haben, dass er sich an einer Institution einschreiben wird, die nicht nur lokal, sondern auch international einen exzellenten Ruf genießt. Wir sind überzeugt, lieber Herr Kneuer, dass Ihr Wunsch nach einer guten Betreuung während Ihres Studiums der Wirtschaftswissenschaften erfüllt werden kann. Danke. Herzlich willkommen. Für die insgesamt 603 Erstsemester der Philosophischen Fakultät möchte ich Ihnen nun Frau Carla González vorstellen. Sie kommt aus Mexiko und steht somit auch stellvertretend für die insgesamt 1787 neu eingeschriebenen internationalen Studierenden in diesem Wintersemester in Jena. Es bedarf nur eines kurzen Gesprächs mit Frau González, um sich von ihrem beeindruckenden Sprachtalent zu überzeugen. Neben ihrer Muttersprache Spanisch spricht sie fließend Englisch, Deutsch und Französisch. Diese Sprachkenntnisse behält sie nicht für sich selber, sondern war in verschiedenen Ländern als Lehrerin tätig. Vor 4 Jahren zog es sie endgültig nach Deutschland und sie war gekommen, wie sie erzählt hat, um zu bleiben. Liebe Frau González, ich bin überzeugt, dass Sie Ihre Sprachleidenschaften an der Universität Jena weiter verfolgen können und dass Ihr Aufenthalt in Jena eine erfüllte Zeit wird. Die nächste in der Reihe ist Frau Hanna Riedl. Frau Riedl steht hier stellvertretend für die 859 Neuimmatrikulierten der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften. Frau Riedl ist nicht nur neue und wissbegierige Studentin, sondern auch Sportlerin. Schon im zarten Alter von 5 Jahren hatte sie ihren ersten Kontakt mit Kampfsport, weil ihr Vater wollte, dass sie sich selbst verteidigen kann. Es sieht so aus, als sei der Wunsch in Erfüllung gegangen. Wir haben heute hier auf der Bühne die U18-Weltmeisterin in Karate und die 6-fache deutsche Meisterin in dieser Disziplin. Den kräftigen Applaus, der hier in meinem Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, Ihnen, allen anderen, bei dieser Gelegenheit unseren Hochschulsport ans Herz zu legen.
Als zentrale Serviceeinrichtung organisiert der Hochschulsport für alle Studierenden und Beschäftigten der Universität ein sehr vielfältiges Sport- und Bewegungsangebot, beginnt bei A wie Akrobatik über Capoeira, Drachenfliegen in Südfrankreich, Fitness-Bootcamps bis hin zu Zumba-Training. Am anderen Ende des Alphabets, da ist für jeden was dabei. Und ich kann selber sagen, habe davon schon viel profitiert, auch wenn man das nicht mehr so sieht. Liebe Frau Riedel, es ist uns eine Freude, dass Sie hier als eine Station Ihrer Sportkarriere in Jena ein Studium in Sportmanagement und Wirtschaftswissenschaften beginnen. Und wir begrüßen Sie ganz herzlich in unserer Universitätsfamilie. Nun möchte ich Ihnen Herrn Pio Hotzel vorstellen, stellvertretend für die 216 Studierenden im ersten Fachsemester an der Fakultät für Mathematik und Informatik. Herr Hotzel wechselte zur 9. Klasse auf das Musikgymnasium Schloss Belvedere in Weimar. Er spielt dort Geige. Da die Schule sehr auf musikalische Perfektion ausgelegt war, hat er sich dann am Ende gegen das Musikstudium entschieden, vielleicht zunächst, das Leben ist ja noch lang. Allerdings faszinierte ihn die Verbindung von Musik und Mathematik, daher hat er sich für das Mathematikstudium entschieden. Ich bin gestern zufällig über ein Zitat vom amerikanischen Mathematiker J. Willard Gibbs gestoßen, der gesagt haben soll, ein Mathematiker kann sagen, was immer ihm gefällt, ein Physiker muss wenigstens ein bisschen bei Verstand sein. Lieber Herr Hotzel, möge Ihnen dies ein Leitsatz sein und mögen Sie in der Zeit hier in Jena Ihren Geist frei schweifen lassen können. Dankeschön. Dann kommen wir jetzt auch schon zur Physik. Als nächstes darf ich Ihnen Frau Lilly Schmidt vorstellen. Sie steht stellvertretend für die 167 neu immatrikulierten Studierenden der Physikalisch-Astronomischen Fakultät. Frau Schmidt hat sich in der Vergangenheit vielfach sozial engagiert, zum Beispiel bei Freiwilligendiensten in Island, Irland und Rumänien. Anschließend hat sie in einem freiwilligen sozialen Jahr in Wissenschaft, Technik und Nachhaltigkeit sich in einem Schülerlabor des Helmholtz-Zentrums Berlin eingebracht. Entscheidend für ihren Entschluss, nach Jena zu gehen, war nicht nur das hervorragende Ranking der Universität, insbesondere in der Physik, sondern auch das engagierte und unterstützende Umfeld, das die Fachschaft in diesem Bereich aufgebaut hat. Meine Gratulation an die Fachschaft, wenn das bereits so große Kreise zieht. Besonders überzeugt hat sie das Angebot von Klausurvorbereitungswochenenden von der Fachschaft organisiert, denn dieses Angebot hat die Durchfallraten bei den ersten Klausuren enorm reduziert. Das ist ein sehr gutes Argument dafür. Das ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie wichtig das Engagement von Studierenden während ihres Studiums hier an der Universität ist. Liebe Frau Schmidt, ich bin überzeugt, dass Sie die Unterstützung bekommen werden, die Sie brauchen auf Ihrer akademischen Reise und wünsche Ihnen viel Erfolg in Ihrem Studium. Haben Sie Ihren Fanclub mitgebracht? Der nächste in der Reihe ist Herr Jonas Kurzum. Er steht hier stellvertretend für die 285 neuen Studierenden der Chemisch-Geowissenschaftlichen Fakultät, meiner eigenen Fakultät, und auch für die 2898 Lehramtsstudierenden, die sich in Jena eingeschrieben haben. Der gebürtige Erfurter entschied sich nach dem Abitur für einen ungewöhnlichen Schritt und absolvierte eine 10-monatige Lehrassistenz an einer katholischen Schule in Bergen, Norwegen. Dort hat er nicht nur Deutsch unterrichtet, sondern auch zahlreiche Vertretungsstunden in anderen Fächern übernommen, Klausuren beaufsichtigt und Klassenfahrten begleitet. Willkommen zurück in Deutschland und willkommen zurück an der Universität Jena. Es ist schon geschehen, aber ich möchte die Gelegenheit trotzdem nochmal nutzen und Sie alle ermutigen, Ihre Chance zu ergreifen, ein Auslandssemester zu machen. Die Möglichkeiten hier an der Universität dafür sind groß und bitte nehmen Sie sich Zeit, über Ihren Tellerrand zu schauen und andere Kulturen
weiter kennenzulernen. Herr Kurzum, herzlich willkommen an unserer Universität. Dann haben wir Herrn Sami Hamza. Wunderbar. Dann setzen wir unsere Reise fort mit Herrn Sami Hamza, den ich stellvertretend für die biologisch-pharmazeutische Fakultät mit ihren 443 Neuzugängen vorstellen möchte. Nachdem Herr Hamza 2022 sein Abitur in Altenburg absolvierte, wollte er einen Perspektivwechsel und sammelte Erfahrung während eines freiwilligen sozialen Jahres im Klinikum Altenburger Land. Diese Zeit diente aber nicht nur dazu, seinen Horizont zu erweitern, sondern auch als Inspiration für seinen nächsten Schritt in der Bildungsreise. Er startet nun sein Studium der Pharmazie hier in Jena. Jetzt fällt gerade mein Mikrofon aus. Die Pharmazie vereint seine vielfältigen Interessen in der Medizin und den Naturwissenschaften. Sie ist eine Mischung aus beiden Welten, die ihn dazu geführt hat, diesen Studiengang hier in Jena zu beginnen. Nicht nur akademisch, sondern auch in Bezug auf seine Wohnsituation hat sich Herr Hamza hervorragend vorbereitet. Er hat frühzeitig die Initiative ergriffen, sich um einen Wohnheimplatz zu bewerben, und den hat er dann auch umgehend bekommen. Ich möchte an dieser Stelle dem Studierendenwerk Thüringen ausdrücklich danken für seine ständige, kontinuierliche Unterstützung bei der Wohnungssuche der Studierenden hier in Jena. Das ist wirklich eine fantastische Leistung, und ich freue mich sehr, Herr Hamza, dass das bei Ihnen auch so hervorragend und umgehend geklappt hat. Okay. So, zu guter Letzt steht nun Frau Elisabeth Irl auf der Bühne, stellvertretend für die 404 Studierenden im ersten Fachsemester der Medizinischen Fakultät. Frau Irl erlangte den Hochschulzugang durch eine berufliche Qualifikation. Ein leitender Oberarzt in dessen Klinikum Frau Irl in Landshut arbeitete, hatte ebenfalls Medizin in Jena studiert und hat ihr die Informationen empfohlen. Inzwischen konnte Frau Irl Erfahrungen in Jena sammeln bereits und lobt dabei sehr explizit das sehr freundliche Gesamtbild der Mitarbeitenden hier in Jena. Liebe Frau Irl, möge Ihr gesamtes Studium und auch das Leben danach stets von Freundlichkeit und Menschlichkeit geprägt sein. Ja, zum Schluss bleibt mir nur, Ihnen allen eine wunderschöne Reise zu wünschen, hier bei uns an der Friedrich-Schiller-Universität. Jena ist ein wirklich charmanter Ort mit Charakter, und die Friedrich-Schiller-Universität ist eine Universität, die Ihnen die Möglichkeit gibt, das Bestmögliche aus Ihnen zu machen. Bitte seien Sie mutig, seien Sie neugierig und seien Sie offen für neue Erfahrungen. Denken Sie immer daran, dass Bildung nicht nur ein Mittel zum Zweck ist, sondern auch ein Weg, um ein schönerer Mensch im humanistischen Sinne zu werden. Machen Sie sich nun also auf den Weg, den wir gerne mit Ihnen zusammen gehen wollen, und wir freuen uns dann gemeinsam, wenn wir mit Ihnen als Absolventen in einigen Jahren hier wieder feiern werden. Die Zeit bis dahin wird Ihnen, da bin ich ganz sicher, als eine der schönsten Zeiten Ihres Lebens auf Dauer in Erinnerung bleiben. Herzlich willkommen. Ja, auch nochmal von mir herzlich willkommen hier an dieser Universität und natürlich auch an alle, die gerade vom Hörsaal 1 aus zuschauen. Schön, dass ihr jetzt an der Universität Jena studiert. Weiter im Programm geht es jetzt mit einer kleinen Gesprächsrunde, und dabei ist unter anderem der Präsident unserer Universität, Professor Rosenthal, und auch noch weitere Gäste. Und da werde ich für euch, liebe GästInnen, herausfinden, was euch in der Uni und in der Stadt Jena hier so erwarten wird. Begrüßt mit mir nochmal auf der Bühne Herrn Professor Rosenthal, den Präsidenten der Uni. Als nächstes Herrn Dr. Nietzsche, unseren Oberbürgermeister. Bitte auf die Bühne kommen. Dann
Thorsten Schubert, den Leiter des Studierendenwerks Thüringen, wovon wir gerade schon sehr lobend gehört haben, und 2 Studierende, einmal Pia Sophie Weber und Matteo Centeno Torres. Fangen wir mal mit Ihnen an, Herr Nietzsche. Die Uni Jena gehört seit schon mehr als 560 Jahren zur Stadtgeschichte dazu. Und da würde mich mal interessieren, welche Bedeutung die ganzen Studierenden hier in der Stadt, wir haben gehört, es sind mehr als 17.000, welche Bedeutung sie für Jena eigentlich haben. Ja, erstmal ganz, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite allen, die jetzt neu nach Jena gekommen sind, um hier zu studieren, eventuell auch um später hier zu bleiben. Die Uni und die Stadt, das ist eine Symbiose, seit es die Universität gibt. Und wir sagen beide immer, Herr Rosenthal und ich, die eine ohne die andere ist nicht die Hälfte wert von dem, was sie zusammen sind. Und insofern, das können Sie auch erleben. Die Uni ist hier mitten in der Stadt, nicht irgendwo draußen auf der grünen Wiese. Und was das bedeutet, dass ein so hoher Teil der Bevölkerung Studentinnen und Studenten sind, sieht man, wenn die Semesterferien zu Ende sind. Das Stadtbild ändert sich. Viele sagen, meine Herren, wie jung die Stadt ist, wie dynamisch die Stadt ist. Und das verdankt sie ganz, ganz maßgeblich den Studierenden. Und deswegen ist unsere Rolle dann auch, die Frage zu stellen, fühlen Sie sich eigentlich frei, war vorhin die Frage. Wir stellen den Studierenden und Studierenden dann gerne die Frage, fühlen Sie sich eigentlich wohl? Und wir hoffen, dass wir neben dem Lernen und dem Studieren und dem Forschen Rahmenbedingungen bieten können, dass Sie sich hier wohlfühlen. Das ist ja schon ein schöner Auftakt. Also damit sehen wir, wie wichtig die Studierenden auch für die Stadt sind. Daran anknüpfen möchte ich mit Ihnen, Herr Rosenthal, und würde gerne wissen, warum die Friedrich-Schiller-Universität überhaupt ein guter Ort zum Studieren ist. Na, ich denke, dass die Friedrich-Schiller-Universität, das ist ja auch gerade schon in den Worten des Oberbürgermeisters zum Ausdruck gekommen, wirklich eine ganz zentrale Rolle in dieser Stadt spielt. Die Stadt ist eine kleine Großstadt. Das heißt, sie hat ziemlich viel zu bieten, sie ist auf der anderen Seite aber überschaubar und man kann sich begegnen, ist anders als in den ganz großen Metropolen, wo selbst die größte Universität mit 50.000 Studierenden für die gesamte Stadt keine Bedeutung hat. Ich sage immer, da ist eigentlich, ob man Studierender ist oder ob man Wissenschaftlerin, Wissenschaftler ist, man ist Pendler. Hier ist man in der Stadt, die ist relativ kompakt, man begegnet sich auch außerhalb von Lehrveranstaltungen, auch außerhalb des Labors, des Seminarraums, des Büroraums. Und deswegen ist das, glaube ich, hier eine besondere, lebendige Gemeinschaft, die gerade diese Rahmenbedingungen braucht, die in Jena herrschen. Deswegen, finde ich, ist Jena was ganz Besonderes. Das klingt sehr gut und auch ja, irgendwie ein Grund zum Wohlfühlen in der Stadt. Aber wenn die Studierenden sich so richtig wohlfühlen sollen in der Stadt, müssen natürlich auch irgendwie konkrete Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten geboten werden. Ja, welche gibt es denn da so für die neuen EinwohnerInnen, Herr Nietzsche? Ja, nach dem, was vorhin hier zum Hochschulsport gesagt wurde, glaube ich, können wir auch von Seiten der Stadt her sagen, wer Angebote in dieser Richtung sucht, wird sehr, sehr viel finden. Wir nennen uns auch Sportstadt und gerade im Verlauf dieses Jahres ist da einiges an Angebot dazugekommen. Wenn man sich für Fußball interessiert, wird man wissen, was ich meine. Wenn man Leichtathletik selbst betreiben möchte, wird man wissen, was ich meine. Wir haben hier neue Anlagen, eine neue Schwimmhalle, die gerade vor wenigen Wochen ans Netz gegangen ist. Man kann dort jetzt auf 50 Meter schwimmen. Sport ist das eine. Es ist vorhin gesagt worden, man kann ja auch wunderbar das Zusammenspiel von Urbanität und Natur erleben. Um Jena herum kann man ganz vorzüglich wandern, inzwischen auch ausgezeichnet. Deutschlands schönster Wanderweg ist hier. Und wer das zu schätzen weiß, wird es zu nutzen wissen. Dann natürlich der Hinweis von Seiten der Stadt, ich habe es vorhin angedeutet, neben dem Lernen und Forschen gibt es auch ein Leben abends, spätabends. Die gastronomischen Angebote wird man schnell zu schätzen lernen und kulturell haben wir einiges zu bieten. Und da haben wir gerade gestern, Herr Schubert und ich, das Studierendenwerk und die Stadt gemeinsam mit Partnern eine Erweiterung des Kulturtickets vorgestellt. Ab jetzt können die Studierenden und Studierenden hier in Jena nicht nur kostenfrei in die Philharmonie, ins Theater oder in die städtischen Museen gehen, sondern auch in die beiden Programmkinos. Und insofern meine Hoffnung,
Seien Sie hier, um sich wohlzufühlen. Vielleicht bleiben Sie nach dem Studium da. Und wenn Sie gehen, werden Sie zu Botschaftern dieser Stadt und was man hier neben dem exzellenten Studium auch noch an tollem Leben gefunden hat. Das ist ein vielfältiges Angebot, wo ich auch nur zustimmen kann, weil ich damals auch sehr viel von diesen Angeboten genutzt habe und mir persönlich hat das sehr zum Wohlfühlen beigetragen. Aber das sind natürlich nicht die einzigen Angebote, die es für die neuen Studierenden gibt. Stichwort Studierendenwerk Thüringen war ja gerade eben schon gefallen. Ich persönlich denke da immer als erstes irgendwie an das Essen in der Mensa oder an die Studierendenwohnheime. Aber was gibt es denn da noch so für Services und auch für Beratungsangebote, Herr Schubert? Das ist tatsächlich schön, dass Sie daran denken, weil die Mensen natürlich ganz viel auch ausmachen, gerade in Jena. Wir haben sehr viele und sehr schöne Mensen, ein Essensangebot. Ich habe selbst in der FSU studiert, damals in den 90ern. Es schmeckt heute viel, viel besser. Hören Sie nicht auf Ihre Eltern, was die sagen. Probieren Sie es aus. Wir versuchen viel Neues, Veganes, sind am Experimentieren, brauchen Ihr Feedback auch dazu. Ne? Dazu laden wir Sie immer sehr, sehr herzlich ein. Wir sind für Sie da, geben Sie uns Ihr Feedback. Wir sind aber eben auch, gerade Ihre Frage, für Sie da in Situationen, wo es nicht so leicht ist. Es gibt eine Sozialberatung, es gibt eine Psychosozialberatung, wir vermitteln Rechtsberatung, sodass Sie am Anfang erstmal nichts zahlen müssen, einfach wenn Sie Hilfe suchen. Da sind meine KollegInnen für Sie da, suchen Sie gern den Weg. Es gibt Infozentren, gerade jetzt hier auch am Appelplatz zum Beispiel. Natürlich, wenn Sie Probleme mit Ihren Wohnungen haben, wo wir natürlich, vielen Dank für das nette Lob, das gebe ich sehr, sehr gern weiter, wo sich das Team intensiv einsetzt. Wir können nicht allen helfen, so viel Wohnraum haben auch wir nicht. Wir versuchen ihn zu erhalten, wir versuchen ihn lebenswert zu machen. Deswegen, wenn Sie eine Frage haben, kommen Sie auf uns zu. Wir sind tatsächlich das Studierendenwerk, in unseren Gremien sind zur Hälfte Studierende, über Stura etc. Also wir verstehen uns schon als Mandatsträger von Ihnen. Der Oberbürgermeister hat es auch angesprochen, über diese Möglichkeit können wir auch für Sie solche Angebote verhandeln. Also wir sind kein Amt, keine Institution, auch wenn es vielleicht, wenn es Richtung BAföG geht, manchmal so wirkt. Vielen Dank. Ja, ich kann nur zustimmen. Also so eine Angebote wie die psychosoziale Beratung sind gerade zu Zeiten wie diesen vielleicht noch mal wichtiger geworden. Und ich persönlich habe damals auch von der Rechtsberatung mal profitiert. Manchmal hat man ja als Student doch Probleme mit seinem Vermieter vielleicht. Ja. Und woran ich auch noch denke, ist, wo es ganz viele Angebote vom Studierendenwerk gibt, hier direkt um die Ecke, ist Haus auf der Mauer. Ne? Also da lohnt es sich auf jeden Fall auch mal vorbeizuschauen, glaube ich. Das stimmt unbedingt, wobei es eine studentische Initiative ist. Wir bieten nur den Rahmen zusammen mit den Hochschulen, also auch mit der Ernst-Abbe-Hochschule neben der Friedrich-Schiller-Universität, mit der Stadt Jena, die auch unterstützt. Also sind mehrere Partnergesellschaften, die zusammenkommen, um diesen Rahmen zu schaffen für dann doch eher ein selbstverwaltetes Projekt. Es gibt aber in diesem Rahmen natürlich auch Kulturevents, also Kulturcafé sozusagen, wo auch andere Kulturen eingeladen werden, sich vorzustellen. Einfach mal hingucken. Ganz ehrlich, Entschuldigung für die Werbung, es lohnt sich mal auf unsere Webseite zu schauen, aber da gibt es all das nochmal gut erklärt, glaube ich. Ja, fand ich auch immer sehr nett dort. Jetzt möchte ich aber auch mal mit ein paar Studierenden reden. Pia, wir kennen uns schon aus unserer gemeinsamen Zeit im Psychochor, an die ich mich immer gerne zurückerinnere. Und du studierst jetzt im ersten Mastersemester Mathe und hast dementsprechend gerade erst erfolgreich dein Bachelorstudium absolviert. Magst du einmal erzählen, wie es zu deiner Studienentscheidung überhaupt kam? Ja, das kann ich gern machen. Tatsächlich ging es mir, glaube ich, wie sehr vielen anderen auch. Ich war mir sehr lange nicht sicher, was ich studieren möchte, aber es war immer so, dass ich sehr viel Spaß an dem Fach hatte und auch sehr gefördert wurde von meinem damaligen Mathelehrer. Und dann dachte ich mir, naja, warum dann nicht gleich dieses Fach auch studieren, wenn es mir so viel Spaß macht, und hat ja gut funktioniert. Also im Bachelor habe ich geschafft und bin immer noch dabei, genau. Ja, cool. Also gerade auch vielleicht mal schön eine Frau auch im Mathe- und Naturwissenschaftsbereich hier zu sehen. Vielleicht nimmt das einigen anderen auch die Angst, so in den Bereich zu gehen. Auch bei dir, Matteo, würde mich interessieren, du kommst aus Bolivien und studierst jetzt bei uns Physik im Bachelor. Aus welchen Gründen hast du dich denn für die Universität Jena und die Stadt hier entschieden? Vielen Dank für die Frage. Es gibt tatsächlich unterschiedliche Gründe, warum ich mich für Jena entschieden habe. Einer davon wäre, dass ich die Möglichkeit hatte, im Jahre 2020 an dem Schnupperstudium der Universität teilzunehmen. Das ist eine Veranstaltung, die vom Internationalen Büro angeboten wurde. Und damals konnte ich erleben, ein bisschen davon erleben, wie das Studentenleben in Jena ist. Und das hat mir sehr gut gefallen. Deswegen möchte ich an dieser Stelle kurz dem Internationalen Büro dafür danken, dass es überhaupt solche Projekte gibt.
Andererseits möchte ich auch erwähnen, dass die Universität Jena im Bereich Physik eine sehr gute Position hat in dem CHR-Ranking. Das ist etwas, was mir auch damals sehr gut gefallen hat, und das zeigt natürlich, dass es hier in Jena sehr gute Studienbedingungen gibt und dass wir natürlich auch sehr gute Professoren haben. Ja, sehr schön. Hast du ja eine Meinung schon dir über Jena bilden können? Wie gefällt dir die Stadt so? Mittlerweile gefällt mir die Stadt tatsächlich ziemlich gut. Ich finde, dass Jena nicht zu groß, aber auch nicht zu klein ist, meiner Meinung nach zumindest. Genau, es ist auch eine sehr internationale Universität, man kann Menschen aus so vielen Kulturen kennenlernen, aber man kann auch viele Hochschulgruppen finden auf dem Campus, wo man sehr interessante Menschen kennenlernen kann und viele diverse Meinungen erfahren kann. Ja, cool. Das trägt ja auch zum Wohlfühlen bei, und auch bei dir, Pia, sieht man, du singst nicht nur im Chor seit dem ersten Bachelorsemester, sondern bist auch noch im Hochschulsport, der jetzt hier schon mehrfach gelobt wurde, aktiv. Kannst du da auch unseren neuen Studierenden was empfehlen, vielleicht? Oh, ich will gar nichts Konkretes empfehlen. Es gibt da einfach so viele Angebote, was mir immer sehr geholfen hat, vor allem in den Semesterferien auch die Unisportcard zu buchen, weil gerade da ist man ja zeitlich auch mal im Urlaub und so, und mit der Unisportcard kann man halt dann einfach in verschiedene Angebote mal reinschnuppern, und ja, da kann ich einfach ganz viele neue Dinge ausprobieren. Man muss dazu sagen, ich bin ein Dorfkind, da gab es früher bei mir nicht ganz so viele Möglichkeiten, da gab es vielleicht so einen Chor auf dem Dorf, da gab es vielleicht die eine Sportgruppe, und da habe ich mich sehr gefreut, als ich an die Uni gekommen bin und dann hier so viele Möglichkeiten hatte, und da probiere ich mich auch immer noch durch. Also ich mache immer gerne mal die Tanzkurse, Volleyball, alles, was sich so anbietet. Ja, da kann ich nur zustimmen. Die Unisportcard gibt es ja auch noch nicht seit Ewigkeiten, und das ist ein ganz flexibles, vielfältiges Angebot, was man da sehr günstig nutzen kann ich auch empfehlen. Ja, und zum Abschluss möchte ich mich nochmal an Sie wenden, Herr Rosenthal. Da erinnere ich mich nämlich an ein Zitat, was Sie mal gesagt haben. Das lautet: Das Leben ist eine Entdeckungsreise, und das gilt für keine Zeit mehr als für das Studium. Möchten Sie uns noch mal erklären, was genau Sie damit gemeint haben? Versuch's. Ich komme aus einem nicht akademischen Elternhaus, und deswegen war, glaube ich, das Studium für mich wirklich eine komplett neue Welt. Ich bin Arzt, habe also Medizin studiert, hatte das gar nicht vor während der Schulzeit. Ich war eher in Richtung Mathe unterwegs, habe schon ein Pro-Seminar in Mengenlehre, was damals in war, belegt, aber habe dann eben als Krankenwagenfahrer gearbeitet in einem ganz kleinen Krankenhaus. Da musste man auch helfen beim OP, also man war für alles irgendwie zuständig. Und das hat mich einfach neugierig gemacht auf die Medizin, habe mich beworben. Es hat gerade geklappt mit meinem Durchschnitt, und dann habe ich eben Medizin studiert. Es war wieder so, dass ich zunächst eigentlich dachte, naja, man arbeitet im Krankenhaus, in einer Praxis, und dann kam die Wissenschaft in die Quere, und das hat sich eigentlich durch mein gesamtes Wissenschaftlerleben auch so fortgesetzt, dass sich neue Horizonte eröffneten, und dann habe ich die auch genutzt und bin da reingegangen mit Auslandsaufenthalten, auch schon während des Studiums, ein Jahr in England. Ich sage immer, das war das beste Jahr meines Studiums, das interessanteste. Ja, deswegen, auch wenn schon oft gesagt wurde, man kann es gar nicht oft genug sagen, planen Sie jetzt schon ein Auslandssemester ein. Also es kommt vieles dann auf Sie zu, und Sie haben dann die Möglichkeit, neue Räume zu betreten, und dazu möchte ich Sie auch ermuntern. Vielen herzlichen Dank für diese schönen abschließenden Worte. Zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, es lohnt sich, die vielfältigen Angebote der Stadt, der Uni, des Studierendenwerks, des Hochschulsports in Anspruch zu nehmen, über den Tellerrand hinauszuschauen. Es gibt auch tolle Möglichkeiten, dass man Zusatzmodule belegt, nicht eben nur im eigenen Fach studiert, sondern auch mal seine Fühler an andere Bereiche hinaus ausstreckt. Ja, und vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Eine weitere sehr schöne Tradition, die jedes Jahr auch bei der Immatrikulationsfeier stattfindet, ist eben nicht nur die Erstsemester willkommen zu heißen, sondern auch die AbsolventInnen und diese für herausragende Studienleistungen zu würdigen. Dank unseres Vereins Freunde und Förderer der Friedrich-Schiller-Universität Jena besteht hier auch die Chance, eben die besten Examensarbeiten mit Preisen zu würdigen. Und ja, vielleicht steht ihr, liebe Erstis, irgendwann am Ende eures Studiums ja dann auch nochmal hier und bekommt so einen Preis, so als kleiner Ansporn.
Überreicht werden diese Preise von der Vizepräsidentin für Studium und Lehre, Frau Professor Carina Weichhold, und von Wilfried Lang aus dem Förderverein. Ich bitte nun folgende AbsolventInnen nach vorn. Das ist Theo Pach, Christine Paul, Lisa Gersdorf, Nele Otterbach, Mareike Sproll, Anni-Marleen Hisbach, Tobias Hössel, Dr. Maximilian Römer und Antonia Runge. Ja, liebe Erstsemester, auch von mir ein herzliches Willkommen hier in Jena, hier an unserer Universität Jena. Heute ist der Start für Sie ins Studium und ja, vielleicht fragen Sie sich, aber trotzdem, wo kann die Reise hingehen? Wir haben eben vom Motiv der Entdeckungsreise schon gehört und wo kann die Reise hingehen? Für Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, ja, ist ein wichtiger Meilenstein erreicht. Und den möchten wir gern heute hier an diesem Anlass würdigen. Der Examenspreis der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist eine Auszeichnung für die Absolventinnen und Absolventen, die in ihrem Studium hervorragende Leistungen erbracht haben und damit das Ansehen der Alma Mater Jenensis gefördert haben. Er wird alljährlich vom Verein der Freunde und Förderer der Universität gestiftet. Auf Vorschlag der Fakultäten sowie dem Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung wird der Examenspreis an Absolventinnen und Absolventen vergeben, die im vergangenen Kalenderjahr ihr Studium mit einer auszeichnungswürdigen Leistung abgeschlossen haben. Leider können nicht alle Preisträgerinnen und Preisträger heute da sein, aber ich freue mich trotzdem sehr, dass die allermeisten heute persönlich hier sein können und wir Ihnen diese Preise persönlich überreichen können. Ich danke recht herzlich, dass auch ein Vertreter vom Verein der Freunde und Förderer heute anwesend sein kann und Ihnen dann die Urkunden übergeben wird. Wir beginnen mit dem ersten Preis. Der Examenspreis der Universität Jena geht auf Vorschlag des Rates der Theologischen Fakultät an Herrn Theo Pach. Herr Pach hat in seinem Jahrgang den besten Abschluss im Bachelorstudiengang Religionswissenschaft, Weltreligion in Geschichte und Gegenwart abgelegt. Während seines Studiums nahm er an einem einjährigen Studienprogramm an der Fukuoka-Universität in Japan teil. Seine wissenschaftliche Abschlussarbeit hatte das Thema immanente und transzendente Aspekte des Shinto, Tor zur japanischen Spiritualität. Lieber Herr Pach, herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Frau Christine Paul erhält auf Vorschlag des Rates der Rechtswissenschaftlichen Fakultät den Examenspreis, weil sie als Beste ihres Jahrganges die erste juristische Prüfung abgeschlossen hat. Ihre Arbeit verfasste sie zum Thema die Covid-19-Infektion im SGB VII zwischen Prävention, Unfall, Krankheit und Langzeitfolgen. Ist die Unfallversicherung offen für neue Viren? Während ihres Studiums zeigte Frau Paul ein weit über das Curriculum hinausgehendes Interesse. So beteiligte sie sich beispielsweise erfolgreich an einem englischsprachigen Moon Court und engagierte sich in der studentischen Rechtsberatung Paralegal. Frau Paul hat nach ihrem Studienabschluss eine Promotion im Bereich Sozialrecht begonnen. Frau Paul, herzlichen Glückwunsch. Frau Lisa Gersdorf erhält auf Vorschlag des Rates der Philosophischen Fakultät den Examenspreis der Universität Jena. Nach ihrem Bachelorstudium im Kernfach Geschichte und im Ergänzungsfach Volkskunde Kulturgeschichte setzte sie ihr Studium an der Universität Jena mit dem Masterstudiengang Neuere Geschichte fort.
ihre Abschlussarbeit mit dem Thema Akzeptanz und Stigmatisierung psychischer Störungen in der Weimarer Republik, eine Patientengeschichte am Beispiel Jürgen Diederichs im Spiegel von Patientenakten und Familienbriefen 1918 bis 1926, erhielt von beiden Gutachterinnen Bestnoten. Die Arbeit stellt eine überdurchschnittliche Forschungsleistung dar und sie nutzte unerschlossenes Quellenmaterial. Frau Gersdorf promoviert derzeit an der Universität Jena im Fach Geschichte. Liebe Frau Gersdorf, herzlichen Glückwunsch. Auf Vorschlag des Rates der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften, also meine Fakultät, werden Frau Nele Otterbach und Frau Mareike Sproll mit dem Examenspreis der Universität ausgezeichnet. Frau Otterbach und Frau Sproll haben den Bachelorstudiengang Sportwissenschaft, Performance and Health mit einer gemeinsam verfassten Arbeit abgeschlossen. Thema der Bachelorarbeit ist der Einfluss des Menstruationszyklus auf die körperliche Leistungsfähigkeit aktiver Athletinnen. Für diese außergewöhnliche Forschungsarbeit haben beide unter hohem Aufwand komplexe empirische Daten erhoben und diese elaboriert aufbereitet und analysiert. Beide setzen ihr Masterstudium an der Sportwissenschaft in der Universität Jena fort. Liebe Frau Otterbach, liebe Frau Sproll, herzlichen Glückwunsch auch von mir. Alles Gute. Die Fakultät für Mathematik und Informatik hat Frau Annie-Marleen Hisbach zur Auszeichnung mit dem Examenspreis vorgeschlagen. Frau Hisbach hat ihr Masterstudium der Informatik mit der Arbeit Real-Time Visualization of Black Holes for the Planetarium Software UniView abgeschlossen. Sie hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, schwarze Löcher eindrucksvoll in Szene zu setzen, ihre physikalischen Hintergründe zu verstehen und sie immersiv erlebbar zu machen. In Zusammenarbeit mit Zeiss entwickelte sie eine entsprechende Softwarelösung für Planetarien, die weltweit zum Einsatz kommt. Auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch, liebe Frau Hisbach. Bitte. Auf Vorschlag der Physikalisch-Astronomischen Fakultät geht der Examenspreis der Universität Jena in diesem Jahr an Herrn Tobias Hössel. Für seine Masterarbeit in Physik zum Thema Conformal Blocks on the Plane from Oscillator Representations mit seiner herausragenden Abschlussarbeit ist es ihm gelungen, bereits bestehende Berechnungen wesentlich effizienter durchzuführen und neue, wichtige Resultate zu erzielen, die weit über den jetzigen Stand der Fachliteratur hinausgehen. Herr Hössel setzt seine Forschungstätigkeit als PhD-Fellow an der Universität Jena fort. Lieber Herr Hössel, herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Auf Vorschlag der Medizinischen Fakultät wird Herrn Dr. Maximilian Römer mit dem Examenspreis ausgezeichnet. Er hat das Staatsexamen Humanmedizin mit der Gesamtnote sehr gut 1,0 bestanden und neben dem Studium bereits an seiner Promotion zum Thema The Use of Ketogenic Diets in Cancer Patients, a Systematic Review verfasst. Seit diesem Jahr befindet er sich im Universitätsklinikum der Universität Jena in der Facharztweiterbildung in der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie. Lieber Herr Dr. Römer, herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Kommen wir zur letzten Preisträgerin. Auf Vorschlag des Lehrerbildungsausschusses des Zentrums für Lehrerbildung und Bildungsforschung wird der Preis für das beste Lehrexamen an Frau Antonia Runge vergeben.
Frau Runge hat das erste Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien in den Fächern Mathematik und Physik mit Auszeichnung abgeschlossen. Ihre Abschlussarbeit mit dem Titel Stochastische Pandemiemodelle befasst sich mit deterministischen und stochastischen Modellen zur Beschreibung von Pandemieverläufen, welche insbesondere während der Covid-19-Pandemie von Interesse waren, sich aber auch zur Modellierung von anderen Pandemieverläufen eignen. Frau Runge engagierte sich neben ihrem Studium als Übungsleiterin und Tutorin und setzt sich in Instituts- und Fakultätsgremien für die Belange von Studierenden ein. Liebe Frau Runge, herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Abschließend möchte ich auch noch mal die Preisträger und Preisträgerinnen nennen, die heute leider nicht anwesend sein konnten. Die sind Frau Elisa Stumpf, Herr Konstantin Schellenberg und Frau Sandra Weber. Auch Ihnen gratulieren wir recht herzlich zu Ihrem Examenspreis. Die Urkunden werden Ihnen zugeschickt. Nochmal an Sie herzlichen Glückwunsch. Auch von mir nochmal herzlichen Glückwunsch. Und während unsere AbsolventInnen die Bühne verlassen, darf ich euch, liebes Publikum, noch einen weiteren Preisträger vorstellen. Wir haben ihn vorhin schon kurz in der Gesprächsrunde kennengelernt. Es ist Matteo Centeno Torres. Komm bitte einmal wieder zu mir auf die Bühne. Du erhältst dieses Jahr den DAAD-Preis vom Deutschen Akademischen Austauschdienst. Überreicht wird dieser Preis von unserem Präsidenten, Herrn Professor Rosenthal. Ja, Matteo Centeno Torres hat sich eben ja schon ein bisschen selber vorgestellt. Das ist ziemlich tief hier, aber ich hoffe, man kann mich verstehen. Das ist der Preis, den wir jetzt zu vergeben haben, des Deutschen Akademischen Austauschdienstes für hervorragende Leistung internationaler Studierender. Und der geht eben in diesem Jahr an Sie. Wir haben ja schon ein bisschen von ihm selber gehört, was ihn auch was ihn jetzt nach Jena geführt hat. Aber ich möchte ihn noch etwas genauer vorstellen. Er hat einmal exzellente Studienleistungen vorzuweisen und war darüber hinaus auch als Fachautor und Uni-Botschafter unterwegs, und das hat das Auswahlgremium dann doch überzeugt. Und darüber hinaus engagiert er sich für Toleranz unter Studierenden unterschiedlicher Glaubenseinrichtungen. Matteo Centeno Torres ist 21 Jahre alt und studiert im 3. Fachsemester Physik in der Physikalisch-Astronomischen Fakultät. Er wurde 2002 in der Hauptstadt Boliviens in Sucre geboren und begann bereits in der 4. Klasse die deutsche Sprache zu lernen. Seine Begeisterung für das Fach Physik wurde auch in der Schule geweckt, und zwar in der 10. Klasse durch einen spanischen Physiker, Javier Santaolalla, der via YouTube physikalische Phänomene offensichtlich spannend erklären konnte. Am Ende seiner Schulzeit nahm Matteo Centeno Torres an einem Schnupperstudium an der Uni Jena teil, das hat er ja schon erwähnt, das sich an lateinamerikanische Deutschlernende richtet, und entschied sich dann für ein Studium an unserer Universität. Davor war er am staatlichen Studienkolleg in Nordhausen, das ihn teilweise nach dem Online-Studium von Bolivien aus auf das Studium in Deutschland vorbereitete. Er bewarb sich dann erfolgreich um ein Stipendium der Betreuungsinitiative Deutsche Auslands- und Partnerschulen und begann sein Studium in Jena im Sommersemester 2022. Wegen seiner herausragenden Leistungen wurde er schon sehr früh als Fachtutor für Mathematik in seinem Studienfach Physik eingesetzt, und das ist ganz bemerkenswert für einen ausländischen Studierenden. Darüber hinaus war er als Uni-Botschafter im Ausland für ein Studium in Jena und half bei der Betreuung von Schülergruppen, die für ein Schnupperstudium an unserer Universität kamen. Für ihn ist interkulturelle Kommunikation wichtig, damit Studierende verschiedene Kulturen und andere Perspektiven kennenlernen können. Als Mitglied der Studierendenmission Deutschland e.V. setzt sich Matteo Centeno Torres für mehr Toleranz gegenüber allen Glaubenseinrichtungen ein, gerade ein aktuelles Thema, und organisiert deshalb Treffen und gemeinsame Film- und Grillabende und engagiert sich so aktiv für die Integration von Studierenden.
Der Preis ist mit 1.000 € dotiert. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch natürlich auch nochmal von mir. Liebe Studierende, liebe Gästinnen und natürlich auch an alle, die gerade vom Hörsaal 1 zuschauen oder auch von ihrem WG-Zimmer oder Wohnzimmer aus. Wir sind fast am Ende dieser Veranstaltung angelangt, aber vorab möchte ich nochmal auf eine ganz besonders schöne Tradition hinweisen, die immer am Anschluss an diese Veranstaltung stattfindet. Jedes Jahr pflanzen wir nämlich ein Bäumchen für die neuen Studierenden. Und ja, ihr seid alle ganz herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Links und rechts könnt ihr alle ja auch schon echt ein paar sehr schöne Pflanzen sehen. Und die habe ich nicht aus meinem WG-Zimmer mitgebracht, sondern die kommen aus dem Botanischen Garten, der übrigens auch zur Universität Jena dazugehört. Ja, an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön auch nochmal, dass jedes Jahr dieser Saal so festlich und schön mit den Pflanzen geschmückt wird. Genau, und ein kleiner Tipp auch an dieser Stelle an alle Studierenden. Ihr habt nämlich kostenfreien Eintritt in den Botanischen Garten und da lohnt es sich wirklich mal vorbeizuschauen, um einfach sich weiterzubilden oder auch mal abzuschalten. Das ist wirklich schön. Genau, die Baumpflanzung findet dieses Jahr ganz in der Nähe vom Volkshaus hier statt, nämlich direkt um die Ecke auf dem Ernst-Abbe-Platz. In circa 10 Minuten treffen wir uns dann draußen vor dem Ausgang des Volkshauses und gehen gemeinsam dorthin, wenn ihr alle Lust habt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns zahlreich dorthin begleitet. Genau, gepflanzt wird übrigens dieses Jahr ein Zierapfel namens Red Jade. Und ja, zum Abschluss wird noch einmal die Akademische Orchestervereinigung unter der Leitung von Sebastian Kranert spielen, das Stück Er. Während das Orchester spielt, wird als erstes der Senat den Saal verlassen und da würde ich alle noch mal bitten, sich zu erheben und im Anschluss daran werden wir dann alle gemeinsam den Saal verlassen. Liebe Erstsemester, ich wünsche euch allen einen guten Start hier an der Universität und euch, lieben AbsolventInnen, wünsche ich alles Gute für euren weiteren Weg und ich hoffe, dass ihr die Universität und Jena weiterhin auch in eurem Herzen tragen werdet. Und ja, euch, liebes Publikum, danke ich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und jetzt wünsche ich allen noch einen wunderschönen Tag.